Es geht weiter mit unserem Labornetzteil, mit der nächsten Verbesserung. Im Teil 2 haben wir uns um die Spannung gekümmert, heute geht es um den Strom. Herzlich willkommen bei Technik selbst erlebt. Unsere Ausgangssituation ist ein Netzteil, welches sich von 0 Volt an stufenlos bis zu einer Maximalspannung einstellen lässt. In unserem Beispiel hier sind es etwa 25 Volt. Am Ende hängt es davon ab, was euer Trafo liefert. Darum müsst ihr auch alle Berechnungen, die wir machen, auf eure Verhältnisse anpassen. Das Netzteil soll jetzt eine einstellbare Strombegrenzung bekommen. Dabei soll es aber nicht einfach abschalten, sondern den Strom konstant halten und nicht weiter ansteigen lassen. Wie funktioniert das? Normalerweise hält das Netzteil die Ausgangsspannung konstant, auch wenn sich der Lastwiderstand und damit der Strom verändert. Das haben wir schon im ersten Teil gesehen. Jetzt soll es aber dafür sorgen, dass ein bestimmter Maximalstrom nicht überschritten werden kann. Und das kann es nur erreichen, wenn es jetzt die Spannung anpasst. Also nehmen wir das Beispiel 25 Volt bei maximal 1 Ampere Strom. Das war das Limit, was wir für unseren Fall ausgerechnet hatten. Bei einem Lastwiderstand von 25 Ohm werden die 1 Ampere erreicht. Wenn der Lastwiderstand sich auf 12,5 Ohm halbiert, würde sich normalerweise der Strom auf 2 Ampere verdoppeln. Das Netzteil reduziert jetzt aber einfach die Spannung auf 12,5 Volt, wodurch wieder nur 1 Ampere fließt. Bei 10 Ohm sind es dann 10 Volt, bei 5 Ohm 5 Volt und so weiter. Aus der konstanten Spannungsquelle ist jetzt eine konstante Stromquelle geworden. Und die kann ganz nützlich sein, zum Beispiel um einen Akku mit konstantem Strom zu laden. Wir können eine Versuchsschaltung damit schützen. Nehmen wir mal an, wir wissen, dass die Schaltung normalerweise nicht mehr als 100 mA braucht. Dann stellen wir die Strombegrenzung auf knapp über 100 mA ein. Bei einem Fehler in der Schaltung wird der Strom jetzt begrenzt. Ohne Strombegrenzung würde uns die Schaltung vielleicht um die Ohren fliegen. Mit Strombegrenzung funktioniert sie einfach nur nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die Bauelemente das überleben. Und man kann zum Beispiel LEDs ohne Vorwiderstand testen. Die Strombegrenzung übernimmt das Netzteil. Wir müssen zunächst mal den Strom messen und das machen wir über den Umweg einer Spannungsmessung. Dazu bringen wir einen Messwiderstand, einen sogenannten Shunt, in den Stromkreis. Würden wir zum Beispiel die Basis-Emitter-Strecke eines Transistors über diesen Widerstand legen, dann würde der beim Erreichen der Flussspannung von 0,7 Volt leitend werden. Das Problem dabei ist, dass bei kleinen Strömen der Widerstand sehr groß sein müsste. Deshalb macht es Sinn, die gemessene Spannung zu verstärken und das geht am einfachsten mit einem Operationsverstärker. Der soll jetzt Soll- und Ist-Wert vergleichen. Mit dem einen Eingang messen wir die Spannung am Shunt. Der andere Eingang kommt an eine Vergleichsspannung, den einstellbaren Sollwert. Wenn die Spannung am Messwiderstand den Sollwert erreicht, greift die Strombegrenzung ein. Die Schwierigkeit bei unserem Netzteil ist aber, dass wir durch die negative Hilfsspannung verschiedene Spannungspotenziale haben, die wir sauber voneinander trennen sollten. Dafür brauchen wir einen zusätzlichen Transistor, also einen wahnsinnigen Mehraufwand von etwa 5 Cent. Das ist die Ausgangssituation vom letzten Mal. Ich habe nur eine kleine Erweiterung gemacht. In die Primärzuleitung des Trafos kommt noch eine Feinsicherung, damit bei einem Fehler im Netzteil nicht gleich der Trafo abbrennt, bevor die Haussicherung auslöst. Und ich habe den Wert des Kondensators am Einstellanschluss des LM317 verringert, damit unsere Stromregelung nicht zu träge wird. In die Minusleitung kommt der Messwiderstand. Ich habe einen mit 0,33 Ohm gewählt. Das ist ein Kompromiss. Wenn er zu klein wird, ist die auszuwertende Spannung auch kleiner und ist er zu groß, steigen die Verluste. Normalerweise reicht für 1 Ampere eine Belastbarkeit von 1/3 Watt. Man sollte ihn aber größer wählen, 3 Watt oder 5 Watt, weil er an der Belastungsgrenze sehr warm wird, wodurch sich sein Wert stark verändert. Das Bezugspotenzial, also 0 Volt, ist die Minusleitung am Ladekondensator. Wenn ich also ab jetzt von Masse rede, meine ich diesen Punkt. Aus der Rohspannung des Netzteils gewinnen wir die positive Betriebsspannung des Operationsverstärkers von 12 Volt über eine Z-Diode. Prinzipiell geht das auch mit 9 Volt oder sogar 5 Volt. Ihr müsst das nur bei den folgenden Berechnungen berücksichtigen.
Die andere Seite kommt an die minus 5 Volt. Am Pluseingang messen wir den Ist-Wert am Shunt. Der invertierende Eingang kommt an die Referenzspannung, die wir aus den 12 Volt gewinnen. Dazu müssen wir den Spannungsteiler berechnen. Das Potentiometer soll einen Wert von 10 Kiloohm haben. An beiden Enden des Potis kommen zwei Festwiderstände zur Eingrenzung des Einstellbereichs. Der Strom soll von 10 mA bis 1 A einstellbar sein. Das heißt, bei Linksanschlag müssen am Poti 3,3 mV liegen. Das ist der Spannungsabfall am Messwiderstand bei 10 mA. Und 330 mV am anderen Ende, das entspricht 1 Ampere. Daraus ergibt sich eine Spannungsdifferenz von 326,7 mV. Der Strom durch das Poti liegt dann bei 32,67 Mikroampere. Am unteren Widerstand müssen 3,3 mV abfallen. Das ergibt einen Wert von rund 100 Ohm. Am oberen Widerstand muss die Differenz aus 12 Volt und 330 mV abfallen. Daraus folgt ein Widerstand von etwa 360 Kiloohm. Wenn man den aufteilt in einen 330 Kiloohm Festwiderstand und einen Trimmer mit 47 Kiloohm, kann man den Maximalstrom auf genau 1 Ampere abgleichen. Warum stellen wir den Strom eigentlich nicht ab 1 mA ein? Schon die 10 mA sind an der Grenze des Machbaren. Die Spannung über dem Shunt ist dabei nur 3,3 mV. Die Offset-Spannung des LM358 kann typenabhängig bis 7 mV betragen. Damit wird die Einstellung am unteren Ende instabil. Wenn möglich, sollte man eine neuere Version wie den LM358B oder BA mit maximal 2 bis 3 mV Offset benutzen. Eine Strombegrenzung ab 1 mA geht aber trotzdem. Ihr müsst nur verschiedene umschaltbare Strombereiche vorsehen. Bei meinem alten Netzteil habe ich das auch gemacht. Wenn der Messwiderstand statt 0,33 Ohm 3,3 Ohm hat, verschiebt sich auch der Einstellbereich um den Faktor 10. Er geht dann von 1 mA bis 100 mA. Ich will euch die Schaltung nicht nur einfach präsentieren, sondern auch erklären, wie sie funktioniert. Wie wollt ihr sonst den Fehler finden, wenn es nicht gleich klappt? Mit dem einen Eingang des Operationsverstärkers messen wir den Spannungsabfall am Messwiderstand, der ja proportional zum Strom ist. Der andere Eingang kommt an den eben berechneten Spannungsteiler, mit dem der Sollwert eingestellt wird. Ist die Spannung am Shunt kleiner als der Sollwert, dann ist der Ausgang des Operationsverstärkers auf Low, also nahe minus 5 Volt. Damit ist der Transistor sicher gesperrt, weil der Emitter auf minus 1,25 Volt liegt. Wenn der Strom den Sollwert überschreitet, kippt der Ausgang auf High, wird also positiv. Der Transistor öffnet, damit zieht er den Einstellanschluss des LM317 am Kollektor in Richtung minus 1,25 Volt. Er kann damit die Ausgangsspannung sicher auch bis 0 Volt herunterregeln. Wir müssen dafür sorgen, dass der LM358 nicht hart umschaltet wie ein Komparator, weil er dann anfangen würde, wild zu schwingen. Der Strom wird überschritten, die Spannung wird abgeregelt, damit sinkt der Strom wieder, das Ganze kippt zurück und so weiter. Deshalb ist der Kondensator zwischen Ausgang und invertierendem Eingang so wichtig. Er macht aus dem Komparator einen Integrator. Er pendelt sich sanft auf einen Wert ein, der den Transistor nur so weit öffnet, dass die Spannung am Netzteil nur auf das erforderliche Maß verringert wird. Auch das RC-Glied an der Basis des Transistors hilft zusätzlich, schnelle Schwingungen des Regelkreises zu unterdrücken. Probieren wir aus, ob das funktioniert. Der Spannungsregler steht auf etwa 12 Volt. Die Strombegrenzung ist auf rund 300 mA eingestellt. Wenn der Lastwiderstand kleiner wird, steigt der Strom zunächst an und die Spannung bleibt konstant. Ab 300 mA ändert sich der Strom nicht mehr und die Spannung am Ausgang sinkt. Das geht natürlich auch umgekehrt. Der Lastwiderstand wird wieder größer. Wenn der Strom unter 300 mA sinkt, bleibt die Spannung wieder konstant.
Bei der Inbetriebnahme müssen wir das Netzteil noch kurz abgleichen. Zuerst wird der Spannungsregler auf Minimum gestellt. Mit dem Trimmer an der Hilfsspannung wird die Ausgangsspannung auf 0 Volt eingestellt. Dann stellt man die Maximalspannung ein, in unserem Beispiel 25 Volt. Der Stromregler kommt auf Rechtsanschlag. Dann wird ein Lastwiderstand angeschlossen, der die Maximalgrenze des Stromes leicht überschreiten würde, also zum Beispiel 22 Ohm. Und jetzt wird der Maximalstrom mit diesem Trimmer auf 1 Ampere abgeglichen. Aber Achtung, der Widerstand muss was aushalten. Bei 25 Volt und 1 Ampere werden 25 Watt verheizt. Am flexibelsten ist ein einstellbarer Lastwiderstand. Der hier verträgt bis 100 Watt und hat, glaube ich, nicht mal 4 Euro gekostet. Ansonsten müsst ihr euch mit Reihen- und Parallelschaltungen von mehreren Widerständen behelfen, die zusammen 25 Watt vertragen. Das hört sich jetzt gut an, aber ich weiß nicht, ob jemand von euch schon das Problem erkennt. Auch wenn es komisch klingt, mit unserer Stromregulierung bringen wir das Netzteil in Gefahr. Im Normalfall funktioniert alles einwandfrei. Aber stellen wir uns mal Folgendes vor. Die Spannung steht auf 25 Volt, die Strombegrenzung auf 1 Ampere. Was passiert bei einem Kurzschluss oder etwas Ähnlichem? Der Strom bleibt auf 1 Ampere begrenzt, aber die Spannung am Ausgang wird jetzt schlagartig heruntergeregelt. Jetzt liegt über dem LM317 fast die gesamte Eingangsspannung, also mehr als 35 Volt. Bei 1 Ampere ist das eine Verlustleistung von 35 Watt. Das ist doppelt so viel, wie bei idealer Kühlung erlaubt ist. Bei uns sind es nur 11 Watt. Die internen Schutzschaltungen helfen uns nicht. Die Strombegrenzung greift sowieso erst bei über 1,5 Ampere ein. Und der thermische Überlastschutz ist viel zu träge. Bevor der reagieren kann, haben wir schon ein Loch in den Chip gebrannt und der Schaltkreis hat sich mit einem großen Knall verabschiedet. Für ein Labornetzteil ist das absolut tödlich, denn das muss Kurzschlüsse aushalten können. Außerdem wissen wir ja, dass wir bei kleineren Spannungen sowieso nur geringere Ströme entnehmen dürfen, um den Schaltkreis nicht zu überlasten. Deshalb brauchen wir ein Netzteil, das etwas intelligenter ist und sich selbst schützen kann. Wir müssen dafür sorgen, dass der maximal einstellbare Strom sich an der Ausgangsspannung orientiert. Es gibt eine sehr einfache Lösung, die aber ihre Schwächen hat. Die Idee ist, in den Spannungsteiler zur Stromeinstellung einzugreifen. Wir verbinden den oberen Punkt über einen Widerstand mit der Ausgangsspannung des Netzteils. Der Widerstand gegen die festen 12 Volt bleibt, ändert aber seinen Wert. Würde der wegbleiben, könnte bei einem Kurzschluss gar kein Strom mehr durch den Spannungsteiler fließen. Die Widerstände zu berechnen ist nicht ganz so einfach, weil sie sich gegenseitig beeinflussen. Wer da experimentieren will, kann sie erstmal verstellbar machen. Grob kann man sagen, der Widerstand an 12 Volt liefert einen bestimmten Grundstrom und hat den größeren Einfluss auf den maximal einstellbaren Strom. Der sogenannte Fold-Back-Widerstand am Ausgang bestimmt, wie aggressiv die Änderung mit der Ausgangsspannung ist. Es gibt da aber ein Problem. Die Leistungskurve am LM317 ist eine Hyperbel. Das Maximum liegt bei halber Spannung und halbem Strom und nicht an den beiden Endpunkten. Unsere Fold-Back-Kennlinie wird aber durch ein passives Widerstandsnetzwerk erzeugt und ist deshalb linear. Idealerweise sollte sie der Hyperbel folgen. Die Kennlinien passen nicht so richtig zusammen. Deshalb haben wir jetzt zwei Optionen. In Variante 1 treffen sich die Kennlinien an Anfang und Ende. Bei 25 Volt und im Kurzschlussfall ist der Schaltkreis sicher und die Leistung überschreitet nicht die von uns berechneten 11 Watt. Dazwischen haben wir aber eine kleine Überlast, wenn wir den maximal möglichen Strom ausnutzen. Es ist also besser, den Stromregler da etwas zurückzunehmen. Wichtig ist aber, dass es bei einem Kurzschluss safe ist. Die andere Variante ist die absolut sichere. Die Kurven berühren sich nur an einem Punkt bei der maximal zulässigen Leistung von 11 Watt. Ansonsten bleibt die Leistung immer sicher unter diesem Wert. Allerdings ist der maximale Strom bei 25 Volt nur noch etwas mehr als 0,5 Ampere. Ich habe beide Varianten mal durchrechnen lassen. In der klassischen Variante
werden die Widerstände 1,18 Megaohm und 1,08 Megaohm groß. Die Leistung kann im Maximum auf mehr als 15 Watt steigen. Kurzzeitig ist das kein Problem, weil der Kühlkörper das abfängt. Es dauert etwas, bis sich der vollständig der höheren Temperatur anpasst. Bei längerer Überlast verlassen wir uns jetzt auf den internen Überhitzungsschutz des LM317. Bei der strengen Variante haben die Widerstände 1,19 und 3,56 Megaohm. Die Tabelle zeigt den Verlauf. In der Praxis sieht das so aus. Der Stromregler bleibt auf Maximum. Die Stromregelung hat gerade angesprochen. Sobald ich die Ausgangsspannung verringere, wird auch der Strom stärker begrenzt. Nachteil dieser intelligenteren Variante ist, dass der Stromregler keine feste Skala bekommen kann, weil sich die Werte mit der Ausgangsspannung ändern. Das kann man aber ausgleichen, wenn man noch ein Strom- und Spannungsmessgerät einbaut, die sowieso sinnvoll sind. In professionellen Netzteilen wird da mehr Aufwand betrieben. Man kann mit Hilfe von Z-Dioden abknickende Kennlinien erzeugen, die besser funktionieren, bis hin zu mikroprozessorgesteuerten Lösungen. Das würde aber für so ein Anfängerprojekt zu weit gehen. Ich hoffe, ihr konntet heute wieder was für euch mitnehmen und vielleicht setzt der eine oder andere das mal in die Praxis um. Der große Vorteil solcher analogen Netzteile ist, dass sie keine Störimpulse erzeugen, die bei Funktechnik eventuell Probleme machen. Der Nachteil sind aber die großen Verluste. Deshalb werden wir uns auch mit einer geschalteten Variante beschäftigen. Bis dahin, macht's gut.